Was schiebe das? Sag mal was, wie alt? Oh, gerade 60 geworden. Super, bestes Alter. Sieht ja noch gut aus, der Junge. Und unterwegs mit dem Motorradtourer. Ja, aber hat halt ein Problem für der KTM. Aber gut, wollen wir drüber wegsehen. Ja, super, aber wenn es läuft, läuft. Das genau. Der Andi. Der Andi. Das ist der mit dem blauen Quad, der so viel Staub macht. Aber was willst du machen? Es ist eben so. Ja, genau. Uli ist eine Jacke gewesen. Ja, genau. BMW-Jacke. So, und der Jörg? Der Jörg, das ist der mit der Honda, die eigentlich schön aussieht. Und der fährt meistens vorm Andi. Das heißt, und heute auch hinterm Andi hat er ein bisschen Staubstücke mit, also sonst ist okay. Läuft. Hallo Leute, euer Motorradtour, grüßt euch. Also die Asieta war ja schon mal super geil. Weiter fahren wir jetzt direkt von der Asieta-Kammstraße zum Colle del Finestre. Eine weitere Schottertour, die auch recht einfach zu fahren ist und Ausblicke ohne Ende bietet. Weiter fahren wir dann nach Meana di Susa und da sind wir dann wieder auf Festerstraße, bevor wir dann wieder über einen kleinen Schotteranteil fahren nach Gravere. Also auch eine ganz tolle Strecke. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Viel Spaß beim Zuschauen bei dieser zweiten Schottertour. Aufnahme. Also da will ich schon unterfallen. Also ganz sicher nicht.
faszinierend. Aufnahme. Boah. Hey, nein, du, also ehrlich, du. Hallo, ah. Aufnahme. Okay. Ah, okay. But we can drive. Okay. Die Navigation hat uns jetzt hier rechts von der Straße runtergeführt auf so einen Wald- und Wiesenweg. Da sind wir jetzt zuerst schon am Baggerfahrer vorbeigefahren, der die Straße richtet. Der hat sich auch schon gewundert, dass da 4 oder 3 Motorräder und ein Watt kommen. Wir sind jetzt einfach weitergefahren. Er hat gesagt, eigentlich müsste es gehen. Aber Leute, es ist steil wie die Sau. Das sieht man natürlich in keinster Weise auf den Kameras. Und ich denke, Umdrehen ist keine Option. Also fahren wir einfach weiter jetzt Richtung Chiamonte. Und wenn wir da sind, da brauchen wir zuerst mal einen Kaffee. Dieses Zwischenstück auf Wald und Wiese, das haben wir jetzt gut gemeistert. Danach haben wir zuerst mal einen Kaffee gebraucht und sind jetzt weitergefahren über das Fort Fenil bis nach Eclaus, wo wir auf den Chaferon wollen. Und zwar über das Forte al Seguret. Was wir nicht beachtet haben, dass eigentlich der Chaferon heute, das ist ja Montag, überhaupt nicht geöffnet ist und nur Mittwoch und Samstag geöffnet ist. Ja, zum Colle del Finestre, was gibt es noch zu sagen? Für mich war es wirklich der schönste Pass, den wir an diesem Montag gefahren sind. Der ist etwas anders wie die Asieda. Die Asieda ist ja doch ziemlich fester Schotter und wenig Geröll. Der Finestre bewegt sich ja doch teilweise auf fester Straße,
also Getäterstraße und teilweise auch auf sehr feinem Schotter. Man muss da ein bisschen aufpassen mit dem Einlenken, damit sie halt nicht wegrutscht. Aber ansonsten ist es sehr einfach zum Fahren, fand ich jetzt. Und die Aussicht, also das ist wie überall hier einfach grandios. Das könnt ihr also selber auch mal fahren und ihr habt es ja auf dem Video jetzt gesehen. Das ist nicht ganz so anspruchsvoll, wenn nicht gerade Andi vor einem fährt, der einen zusifft mit Staub. Die Strecke, die jetzt vor uns steht, die sollte es in sich haben. Noch nie, wirklich noch nie in meinem Leben bin ich so einen Weg gefahren, mit solchen Furchen drin und solche Rille und vom Winter her noch, also unglaublich. Und der war nicht ganz einfach zu fahren. Das aber jetzt im nächsten Video, Teil 3 dann. Das war jetzt Teil 2, danke, dass ihr da wart und es angeschaut habt und freut euch dann einfach, bis es weitergeht. Euer Motorradtour, tschüss!